Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier sind die Themen der Tagesschau. Der Weltfrieden ist wiederhergestellt. Die schon über ein halbes Jahr andauernden Auseinandersetzungen zwischen Klangwelt und Jadis dürfen höchstwahrscheinlich als gelöst betrachtet werden. Ehrfürchtig hat das Abendland auf die göttlichen Eingebungen für die Reparatur der JPJA 30 durch den Verkäufer gewartet. Nun sind sie da und man sieht sofort, hier spricht französische Kompetenz. Der Jadis Firmenchef hat die Sache voll im Griff und der Techniker von Audio Absolute dürfte nun wohl leichtes Spiel haben. Hier ist der Wortlaut des Antwortschreibens aus dem Englischen frei übersetzt. Es ist schwierig, aus der Entfernung eine Diagnose zu stellen. Also, eine interne Inspektion ist nötig. Viele Grüße, JC. Mein Gott, so einfach. Warum ist bloß vorher niemand draufgekommen? Mit dem von Jadis zur Verfügung gestellten Hightech-Wissen könnte sogar ein blutiger Laie im Handumdrehen alle Probleme lösen. Es bleibt völlig unverständlich, warum sich Audio Absolute nicht schon früher an Jadis gewandt hat. Aber naja, besser nach 9 Monaten als nie. Aber ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Und angesichts der sehr detaillierten Angaben von Jadis hatte ich Bedenken, ein neuer Reparaturversuch könnte ausgehen wie das berühmte Hornberger Schießen. In einem Anfall von Unverschämtheit habe ich den Verkäufer einfach gefragt, ob er nicht die Jadis-Geräte gegen andere, nicht brummende Geräte austauschen könnte. Zu meiner Verblüffung war die Antwort positiv. Ich wählte also voller Freude 2 Ersatzgeräte und erklärte mich sogar bereit, Geräte, die preislich ein wenig höher liegen, zu wählen, um ihm den Tausch zu versüßen. Ich bat ihn noch um eine kleine Aufstellung, wie viel ich denn letztlich ganz genau drauflegen müsste, schaute mir das an und zu meiner Zufriedenheit war alles völlig korrekt und ich eilte freudig in den nächsten Tempel, um mich bei allen Gottheiten für das Wunder zu bedanken. Wieder zu Hause angekommen, las ich weiter und bemerkte erst dann, dass das zuckersüße Angebot doch noch einen kräftigen Kinnhaken parat hatte. Da war noch ein Posten und der sorgte für eine eiskalte Dusche. Ein Abzug von 30% von der Kaufsumme für die Jadis-Geräte. Im englischen Sprachraum nennt man das Catch-22 nach dem gleichnamigen Roman. Der Begriff Catch-22 bezeichnet eine Zwickmühle, aus der man aufgrund widersprüchlicher Regeln einfach nicht entkommen kann. Die berühmte und symbolhafte Kuriosität in Ayutthaya, die Sie in diesem Foto sehen, ein Kopf, der den Wurzeln nicht mehr entkommen kann, drückt die Lage bestens aus. Wer sich in Thailand auf Jadis einlässt, betritt die geheimnisvolle Welt Franz Kafkas
und ist Geräten und juristischen Bedingungen ausgeliefert, die ihn in eine groteske, surreale Situation versetzen, wie das Hohe Gericht den unschuldig Schuldigen im Roman Das Urteil. Der Urteilsspruch in der Thailand-Version lautet ungefähr so: Willst du dein Gerät auf Garantie ausgetauscht haben, musst du es verschleudern und ein besser funktionierendes kaufen, dann beginnt die womöglich auch nicht vorhandene Garantie wieder von vorn. Dass der Angeklagte hier in eine völlig nebulöse Welt eintaucht, bezeugt auch noch ein weiteres Geheimnis, das den Ja des Kunden verunsichern kann. Das ist der Effekt, dass der Brumm nach einem halben Jahr von selbst leiser wird. Nach einem halben Jahr, wenn der Kunde schon viel Geld zur Fehlerbeseitigung verschwendet hat und verzweifelt und der Klapsmühle nahe ist. Um Ihnen dieses Phänomen und die daraus folgende Verwirrung zu illustrieren, muss ich Sie vorher mit der Geschichte vom 100. Affen bekannt machen, falls Sie diese nicht schon kennen. In seinem Buch Der unbewusste Mensch berichtet Lyle Watson von einem rätselhaften Vorfall, der sich in den 50er Jahren in einer in Japan lebenden Kolonie von Makakenaffen auf der Insel Koshima ereignete. Forscher studierten dort ihr Verhalten und um zu sehen, wie sie auf ein unbekanntes Nahrungsmittel reagieren würden, ließen sie ein paar Wagenladungen Kartoffeln an den Strand werfen. In der Tat waren die Affen nicht besonders begeistert von dem neuen Futter, vor allem weil die Kartoffeln noch stark mit Erde verschmutzt waren. Aber dann löste ein 18 Monate altes Weibchen, das unter dem Namen Imo berühmt wurde, das Problem, indem sie die Kartoffeln im Salzwasser abwusch, was nicht nur für eine saubere, sondern sogar meerwassergewürzte Nahrung sorgte. Bald übernahm die ganze Horde die neue Technik. Nach kurzer Zeit begannen aber auch die Affen auf anderen Inseln spontan und ohne lange herumzuprobieren die vorgeworfenen Kartoffeln zu waschen. Was hat das mit Jadis zu tun, werden Sie fragen. Ganz einfach. Mein anderer Händler hat mir letzte Woche erzählt, dass auch mein Leidensgenosse, den ich schon in diesem Video erwähnt habe, von einer Brummreduzierung berichtet hat. Vielleicht haben die JA30 ein geheimes Netzwerk, über das sie ihre Erfahrungen austauschen, wie die japanischen Makaken, und beschlossen, das Ärgernis thailandweit zu reduzieren. Nun ja, das ist alles sehr interessant und ist ein gewisser Trost für uns beide und wahrscheinlich auch für viele andere unbekannte Kunden, aber nicht so ganz die Lösung, die sich ein High-End-Kunde vorstellt. Für mich bleibt also die Frage, die gewaschenen Kartoffeln oder alternativ einen teuren Umtausch zu akzeptieren. Vielleicht war das alles etwas zu satirisch und deshalb verwirrend, weil ich Sie psychologisch auf meine Berg- und Talbahn mitnehmen wollte, um zu zeigen, in welche Mühlen man hier in Thailand geraten kann, oder es war nur ein sprachliches Problem, aber der Verkäufer hatte einem Exchange zugestimmt und es war nicht die Rede von Bailout oder Distress Sale, was Notverkauf bedeuten und den saftigen Abzug erklären würde. Eine Rücknahme angesichts der aussichtslosen Lage ist möglich, allerdings nur gegen einen Abschlag von 30%, also weit über 5.000 Euro. Ich muss mich also in den eigenen Schwanz beißen, oder sollte ich mein High-End-Hobby lieber aufgeben und mich in ein Kloster zurückziehen,
Der tägliche Reis ist dort sogar gratis. Vor einer so schwerwiegenden Entscheidung muss ich in eine lange und strenge Klausur gehen. Der YouTube-Kanal kann aber nicht so lange auf Eis gelegt werden und ich reise deshalb nächste Woche nach Bangkok, um die erste thailändische High-End-Show des Jahres 2024 für Sie zu dokumentieren und die Ergebnisse am 5. Juli zu präsentieren. Bis dann, tschüss.